warte mal, wir haben uns verfahren. Profis halt. Wir waren doch gestern, das war doch einmal über die Autobahn drüber und dann waren wir doch da. Ich glaube. Da vorne müssen wir links abbiegen? Genau, da habe ich gestern noch getankt. Ja, das ist doch Absicht, was du hier machst. Habe auch nicht die Adresse eingegeben, wenn ich ehrlich bin. Navigiere zur Friweiker nach Glauchau. Nennen wir bitte erst den Ort, dann die Straße und die Hausnummer. Scheiße. Und Daniel, gut geschlafen? Fantastisch. Und du? Kann mich nicht beklagen. Übrigens, gestern Nachmittag hat nochmal die Redaktion bei mir angerufen. Ja, was wollten die? Man hat höflich und freundlich gefragt, warum wir dem Zuschauer nicht signalisieren, ein Gefällt mir dazulassen und unseren Kanal zu abonnieren. Oh, und was hast du gesagt? Ich habe gesagt, wir ändern das. Ja, dann machen wir das. Also wenn auch Sie Freude an unseren Videos haben, dann lassen Sie uns doch bitte ein Like da oder abonnieren Sie unseren Channel. Das würde uns wirklich sehr freuen. Und um unserer Linie treu zu bleiben, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Rea Elektronik GmbH. Mein Name ist Frank. Mein Name ist Daniel. Und was dem Italiener seine Nudeln und dem Asiaten sein Reis, das sind dem Deutschen seine Kartoffeln. Ich mag Kartoffeln. Daniel, ich mag auch Kartoffeln. Und als gebürtiger Franke brauche ich die auch einmal in der Woche. Und zwar in Form von Klößlein, weil sonst weiß ich gar nicht, dass Sonntag ist. Und wenn es Ihnen da genauso geht, dann bleiben Sie jetzt dran. Wir sind heute bei der Friweiker. Friweiker, das steht für frische Weidensdorfer Kartoffelprodukte. Das innovative Unternehmen aus Sachsen beschäftigt sich seit 1970 mit Produkten rund um die Kartoffel. Vom Baked Potato bis hin zum Kloßteig, ob für Einzelhandel, Großhandel, aber auch für Anbieter von Feinkostartikeln, liefert dieses Unternehmen Qualitätserzeugnisse made in Germany. Mit knapp 400 Mitarbeitern im Ausstoß von mehr als 100.000 Tonnen pro Jahr kein kleiner Anbieter. Dabei sind Friweiker Punkte wie Nachhaltigkeit und eine saubere Umwelt sehr wichtig. So werden die Kartoffeln ganzheitlich verarbeitet. Das bedeutet, dass Schälreste in einer Biogasanlage zur Energieerzeugung eingesetzt werden und die dadurch resultierenden Gärreste wiederum dem Landwirt als Düngermittel zur Verfügung gestellt wird. Eine absolut runde Sache. Auch die Wasseraufbereitung hat man im Hause eigens umgesetzt. So werden die Abwasser gereinigt und dem Prozess wieder hinzugefügt. Ein schonender Umgang mit den wertvollen Ressourcen. Und wie die Ackerkartoffel jetzt in die Kloßteigmaschine kommt, beziehungsweise der Kloßteig fix und fertig verpackt, gekühlt im Kühlregal Ihres lokalen Anbieters kommt, das schauen wir uns jetzt an. Hallo Daniel. Hallo Manja. Hallo Frank, herzlich willkommen. Vielen Dank für deine Einladung. Gerne. Jetzt wissen wir, wer du bist, aber sag uns doch kurz, was du hier machst bei Friweiker. Ich bin hier bei der Friweiker die Key Account Managerin. Das heißt, ich kümmere mich um alle Belange des Großhandels, der Industriekunden und auch des Lebensmitteleinzelhandels. Okay, hier in Deutschland sind wir ja im Land der Kartoffel und die Deutschen verwenden die Kartoffel nahezu in allen Möglichkeiten und Variationen. Ich habe gelesen, weltweit gibt es über 3000 verschiedene Arten. Welche Arten werden denn hier verarbeitet? Ja, als festkochende Sorten haben wir zum Beispiel die Pocahontas oder die Ballerina. Vorwiegend festkochend, da verwenden wir die Colomba oder die Corinna. Und mehlig kochend, das sind dann die Sonita, die Lily oder die Melody. Okay, Melody, Pocahontas und noch so schöne Namen, die du gerade genannt hast. Warum nennt man denn nicht eine Kartoffel nach einem Mann wie zum Beispiel Frank oder Daniel? Da gab es wohl tatsächlich mal eine Petition dafür, aber die war nicht erfolgreich und es bleibt einfach bei Frauennamen. Okay, heute sprechen wir ja speziell über die Herstellung von Kloßteig. Welche Kartoffel eignet sich denn am besten zur Herstellung von Kloßteig? Ja, wir verwenden da Sorten mit einem Stärkegehalt von 14 bis 17%. Die ganz mehlig kochenden Sorten, also mit einem Stärkegehalt von bis zu 20%, die verwenden wir nicht. Da funktioniert das mit dem Kloßmachen einfach nicht mehr so gut. Kannst du uns das bitte mal zeigen? Ja, na klar, kommt mit. So Manja, jetzt sind wir in der Laborküche
Und jetzt haben wir ja gelernt, wenn man Klöße kochen will, dann brauchen wir vor allem mehlig kochende Kartoffeln, Ganz nicht genau. mehr als 17% Stärke, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ganz Ja, genau. dann legen wir mal los. Leg los. Bei uns ist das natürlich alles eine Nummer größer. Also wir haben nicht so kleine Säcke-Kartoffeln, 2,5 Kilo, damit kommen wir nicht weit, sondern bei uns lagert das in großen Kisten und in einer Kiste sind 4 Tonnen. Ja, und da drin lagert das bei uns. Und die werden dann tatsächlich, so wie du jetzt deine Kiste ausgekippt hast, Ja. kippen wir, oder wie du deinen Kartoffelsack ausgekippt hast, so kippen wir dann unsere Kisten aus und schaffen die zum Waschen. Da haben wir dann eine große Waschanlage, weil so einzeln können wir das nicht machen. Nein, wir haben eine große Waschanlage und da werden die dann in der Waschmaschine gewaschen und sogar poliert danach. Poliert werden sie auch noch. Poliert werden sie Wollen wir dann jetzt- auch noch, genau. Mann, jetzt mal ernst. Die Kartoffeln, die wir jetzt hier haben, die sind ja auch schon relativ sauber, so richtig schlimme. Aber hier so ein bisschen müssen wir sie noch waschen. Genau. So, gut. Dann machen wir das mal so. Ja, und dann wird mal schälen. Daniel, du bist dabei. An die Geräte. Wir schälen innerhalb von 2 Minuten 180 Kilo Kartoffeln und das jeweils auf 4 Linien. Das Ganze passiert bei uns mit Dampf, das heißt, wir haben einen riesengroßen Dampftopf, da werden die 180 Kilo eingefüllt und das Behältnis wird geschlossen, wird unter Druck gesetzt, es wird heißer Dampf eingebracht und dann werden die ca. 20 Sekunden erhitzt und dann Okay. wird mit einem Mal der Druck weggenommen und dadurch, also während des Erhitzens, erhitzt sich ja auch von außen die Kartoffel, eben das Wasser in der Kartoffel, Ach, du das lieber wird Gott. richtig heiß und wenn der Druck dann weg ist, dann verdampft diese heiße Flüssigkeit in der äußeren Schale der Kartoffel und somit wird die Schale weggesprengt. So, okay, das heißt, jetzt haben wir die geschält, dann heißt Messer. Daniel, schnapp dir Genau. noch eins. Und dann, so machen wir das zumindest zu Hause, dann fettel ich die. Na, also bei uns gibt es eben auch Kartoffeln, die eben unter der Schale dann auch einen kleinen schwarzen Fleck haben und da wird dann nach dem Schälen nochmal jede Kartoffel einzeln angeschaut. Okay. Und nochmal sortiert, ob sie jetzt tatsächlich so in Ordnung ist, dann geht sie weiter im Prozess, oder ob nochmal geschält wird, dann geht sie zurück in den Schälprozess, oder ob dann unter der Schale herauskommt, nee, so funktioniert das überhaupt nicht, dann wird sie dann Alles klar. ganz ausgeschleust, die einzelne Kartoffel. Also dann, wie wird es weitergehen? Wir würden jetzt Wasser aufsetzen, würden ein bisschen salzen. So, und dann würde ich hier mal anmachen. So, Wir schneiden unsere Kartoffeln auch klein, bei uns sind das nur kleinere Würfel, ca. 10 x 10. Und da wird dann jeder einzelne Würfel So. tatsächlich auch nochmal angeschaut, wird auch nochmal sortiert. und ich glaube, die kann man jetzt schon reinmachen, ne? Oder macht man die erst rein, wenn es kocht? Zu spät. Ganz ehrlich, zu Hause mache ich da auch ein kaltes Wasser. Hier haben wir dazu eine ganz große Anlage. Da läuft die dann durch einen Bandkocher durch. Und je nach Geschwindigkeit, wie sie dann durchläuft, der einzelne Kartoffelwürfel, dann ist er entweder richtig durchgegart. Das heißt also wirklich auch innen drin ganz, ganz weich und daraus machen wir dann ein Kartoffelkloß, oder er ist innen drin noch ein bisschen schnupsig und wenn wir das dann reiben, dann kommt eben ein grüner Kloß Erklären wir raus. für unsere Zuschauer, was ist ein Schnurpsig? Ich will das wohl auch gerne machen. Schnupsig? Also schnupsig heißt, dass innen drin einfach noch der Kern noch knackig ist und roh ist. Ja, okay. Und das heißt, wenn man diesen Würfel dann reibt und in die Kloßmasse gibt und kocht, dann hat man dann eben einen Kloß, der eine Struktur hat und das ist eben der klassische grüne Kloß. Okay, alles klar. Dann kochen wir den jetzt quasi durch, bis er weich ist. Was machen wir in der Folge? In der Folge würden wir zu Hause zerstampfen. Also wir würden es durch die Presse quasi geben. Genau. Würden das ein bisschen würzen. Ja, Salz, Pfeffer vielleicht, ein bisschen Muskat, Stärke. Je nachdem, wie man den Kloß eben haben will, wie fest er eben auch sein soll. Ja, und dann wäre eigentlich die Kloßteigmasse soweit dann auch schon mal fertig. Wie macht ihr es? Wir machen das ähnlich, eben nicht in so einem kleinen Kochtopf. Also bei uns ist alles 3 Nummern größer. Aber wir nehmen dann auch den Würfel, wenn er gekocht ist, kippen wir dann auch in ein Behältnis. Du würdest es in eine Schüssel kippen, wir schütten es dann auch in ein Behältnis. Und wenn du dann die Kartoffel oder den Kartoffelwürfel, wenn du den quetschst oder reibst, das machen wir dann auch. Der wird bei uns quasi durch eine Reibe hindurch gequetscht. Und dann werden die Zutaten hinzugegeben, also Stärke oder Salz. Ja,
ja, wird das Ganze dann auch schön durchgemischt und wird dann auch schon in den Beutel verpackt. Gut, das heißt, das kocht jetzt noch ein bisschen vor sich hin. Das heißt, wir müssen jetzt mal noch eine kleine Pause machen. Ich mache ein bisschen sauber. Du machst mal ein bisschen sauber, meine Sauerei hier. Und dann schauen wir uns mal an, wie die Profis das machen. Wir sind jetzt hier an der Primärverpackung, wo wir eine Vertikal-Schlauchfolienmaschine haben. Hier werden die Produkte abgefüllt, verschweißt und auch gekennzeichnet. Bei Friweica hat man sich für ein Reajet HR-System, kartuschenbasiertes System entschieden, um direkt auf die Folie im unbefüllten Zustand zu drucken. Warum ist das wichtig? Wir drucken für den Verbraucherschutz, aber auch der Hersteller, der seine Chargen zurückverfolgen möchte. Da wir unterschiedlich farbige Folien je nach Druckjob einsetzen, ist eine gute Haftbarkeit und auch Lesbarkeit auf der Folie sehr, sehr wichtig. Aber der größte Vorteil liegt eigentlich darin, und da erlauben Sie mir bitte kurz mit den Flügeln zu schlagen, dass wir über ein wartungsfreies System sprechen. Das heißt, in solchen Anlagen werden für gewöhnlich TTO- oder Prägesysteme eingesetzt, die in der Verfügbarkeit bedeutend schlechter sind, gleichwohl aber auch ein gutes Kennzeichnungsergebnis liefern. Hier ist also die Verfügbarkeit das Geheimnis des Erfolgs. Hier bei der Sekundärverpackung verschwindet die Primärkennzeichnung im Karton. Nun geht der Karton auf Reise. Mit unserem GK-Drucksystem, einem piezo-basierten Drucker, können wir bis zu 100 mm den Karton direkt bedrucken. Unter anderem mit einer Produktbezeichnung, mit einem Barcode oder sonstigen produktbezogenen Daten. Unter uns gesagt, wenn Sie Geld sparen wollen, bei einer direkten Kartonbeschriftung kommen Sie an diesem System nicht vorbei. 8 von 10 Kartonagen sind mit solch einem Drucksystem aus dem Hause Rea bedruckt. Manja, warum habt ihr euch eigentlich für Reajet entschieden? Ja, wir haben uns eigentlich gar nicht direkt für Rea entschieden. Okay, das klingt aber komisch. Ja, keine Sorge. Es war unser Anlagenbauer, der hat uns Rea als sehr bewährtes System empfohlen. Dieser Empfehlung sind wir gefolgt und haben mittlerweile auch noch in anderen Linien Rea-Technik zugekauft und nachgerüstet. Also eine direkte Weiterempfehlung. Ganz genau. Okay, das freut uns sehr. Jetzt haben wir aber noch ein anderes Thema. Was denn? Ich habe extrem Kloßhunger. Kein Problem, ich habe was vorbereitet. Komm mit. Danke. Frank, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich geht heute wieder ein spannender Tag zu Ende. Die Kartoffel ist buchstäblich in aller Munde. Egal ob Kloßteig, Bratkartoffeln, Pommes oder Kroketten. Ein kulinarisches Leben ohne die Kartoffel ist für mich nicht mehr vorstellbar. Ich finde es klasse, dass hier bei Friweica regionale Produkte verarbeitet werden und wir ein echtes Made in Germany Produkt vorfinden. Hier hat man sich für Reajet entschieden. Eingangs über den Maschinenbauer, der eine Komplettanlage geliefert und uns quasi mitgebracht hat. Später hat man sich mit dem Portfolio auseinandergesetzt und sukzessive erweitert. Warum? Weil wir die komplette Wertschöpfungskette kennzeichnungstechnisch betreuen können. Wenn auch Sie so leckere Produkte zu kennzeichnen haben, kommen wir sehr gerne bei Ihnen vorbei. Wir sagen erstmal Mahlzeit, vielen Dank fürs Zuschauen, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Kennzeichnungsprofis vor Ort. Und jetzt lasst ihr schmecken. Danke dir auch.